Hey, ich wollte mir mal kurz die Zeit nehmen und euch erklären, was hier eigentlich los ist. Viele haben halt gefragt, ey, wolltet ihr nicht eigentlich einen YouTube-Kanal machen? Hallo, ich bin die Lena. Und ich bin der Aaron. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal, wo wir euch so einen kleinen Einblick in unser Leben geben werden. Wollt ihr uns nicht eigentlich so ein bisschen mitnehmen, wenn ihr runter nach Spanien zieht? Ja, wollten wir, das war der Plan, das haben wir auch eigentlich immer noch vor. Aber es hat ja so eine Situation gegeben, die uns ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Und wir hatten wahrlich nicht den einfachsten Start in Spanien. Das ist wirklich hart untertrieben, muss man ehrlich sagen. So, Tag 3 unseres Umzuges in unsere Mietwohnung. So, heute ist der Tag, wo wir hier einziehen. Das gehört uns nicht. Der Fernseher soll weg, die Kommode soll weg. Es hingen überall hässliche Bilder da waren, die möchte ich hier nicht haben. Was liegt denn da auf dem Boden? Guten Morgen, Albina. Für die Hunde ist tatsächlich so ein Umzug auch nicht so einfach. So, das ist der dritte oder vierte Umzug, seitdem wir unterwegs sind. Also was ist passiert? Wir sind wie geplant Ende Dezember hier runtergefahren, haben zunächst in verschiedenen Airbnbs gewohnt, haben uns die Gegend angeschaut. Es war echt richtig cool, wir hatten viel Spaß, haben uns auch zeitnah auf Wohnungssuche begeben, haben auch echt schnell eine Wohnung gefunden. Wir haben uns viele angeschaut, aber da war eine, die war wirklich schön, die war preislich super, die hatte eine tolle Lage und wir haben sie auch bekommen. Hat sich herausgestellt, dass der Immobilienmakler zeitgleich auch der Vermieter war. Auch das ist übrigens illegal für die, die das nicht wussten, denn er hat eine Provision eingesagt. Also der Vermieter dieser Wohnung ist nicht so das Kommunikationstalent, würde ich mal behaupten. Es wird immer sehr viel versprochen und das wird da nicht eingehalten. Es stehen Dinge im Mietvertrag, die zum Einzug fertig sein sollten, die schlicht und einfach nicht fertig sind. Muss man ganz ehrlich sagen, haben wir diese Wohnung am Tag, an dem wir eingezogen sind, in einen katastrophalen Zustand vorgefunden. Naja, hier ist es üblich, dass du deine Miete für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr im Voraus bezahlst, wenn du keinen spanischen Arbeitgeber hast. Haben wir gemacht, war kein Problem. Hat sich herausgestellt, der Vermieter, Schrägstrich Immobilienmakler, ist kriminell. Es sind so ein paar Sachen vorgefallen, die gingen überhaupt nicht, bis er dann letztendlich tatsächlich uns mit einer Waffe bedroht hat. Und da hört der Spaß halt wirklich aus. Also er ist einfach bei uns in die Wohnung gekommen. Er hatte natürlich Zugang zu der Wohnung mit Hilfe von Schlüssel, mit einer App könnten wir die Tür öffnen und er halt auch. Er ist einfach reinspaziert und hat uns mit einer Waffe bedroht. Das war wirklich mehr als unschön, muss man sagen. Wenn jemand mit einer Waffe ankommt, du weißt nicht, ist es eine echte Waffe oder ist es keine echte Waffe. Und wenn sie echt ist sie geladen oder ist sie nicht geladen. Du machst dir da gar keine Gedanken drüber. Du siehst einfach nur, er hat eine Waffe und ich habe nichts. Und du weißt, diese Situation hier könnte unter Umständen tödlich enden. Es war wirklich sehr, sehr angsteinflößend. Das war am 10. März ist das passiert. Da haben wir gerade 10 Tage in unserer Wohnung gewohnt. Also wir sind am 1. März eingezogen und genau, da ist das Ganze passiert. Und seitdem ja, haben wir viel Zeit damit verbracht, entweder mit der Polizei zu sprechen, zu telefonieren, mit unseren Anwälten zu sprechen, mit unterschiedlichen Behörden. Der Typ konnte leider auch nicht direkt gefasst werden. Es hat sehr lange gebraucht, bis wir ihn bekommen haben. Tatsächlich konnten wir ihn Ende April überführen, weil wir haben eine Kamera in der Wohnung installiert und konnten dann live dabei zuschauen, wie der Typ tatsächlich eingebrochen ist. Wir haben da schon nicht mehr gewohnt. Also wir hatten es sehr, sehr eilig, aus dieser Wohnung rauszukommen und hatten mega Glück und wohnen jetzt in einem wunderschönen Haus. Und naja, auf jeden Fall Ende März konnte der Typ dann geschnappt werden. Wir mussten direkt vor Gericht. Und der ganze Prozess geht jetzt erst los. Heißt, es ist immer noch sehr zeitaufwendig für uns und auch kostspielig, weil wir müssen natürlich die Anwälte bezahlen. Ob wir das Geld, was wir im Vorfeld bezahlt haben, jemals wiederbekommen, ist fraglich, weil wenn der nichts hat, wenn da nichts zu holen ist, dann können wir natürlich auch nichts wiederbekommen. Nichtsdestotrotz wollen wir, dass die Gerechtigkeit siegt. Es ist ein Wiederholungstäter, also es ist halt seine Masche, die Leute schnellstmöglich zu verjagen, damit er halt das Geld einsacken kann, die Wohnung weitervermieten kann. Also der Typ hat echt viel Dreck am Stecken, hat sich im Nachhinein so rausgestellt. Deswegen sind unsere Chancen vor Gericht sehr gut. Wir wissen halt nur nicht, ob da noch Geld übrig ist, das wir wiedergaben können. Aber wir wollen, dass der Typ einfach weggesperrt wird, weil er ist gefährlich, der ist unberechenbar. Die Situation war echt furchtbar, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat tatsächlich abgedrückt, also er hat Aaron die Waffe unter den Kopf gehalten und hat abgezogen. Und das ist schon etwas. Das ist eine Situation, die möchte ich niemandem wünschen. Das ist wirklich
Also es ist echt krass. Ja, aber so schwer der Start hier auch war, muss ich echt sagen, es hat uns auf jeden Fall stärker gemacht. Wir kommen so langsam an. Wir hatten mega Glück, dass wir jetzt so ein schönes Haus hier gefunden haben mit großem Garten. Das hatten wir vorher auch nicht. Neue Wohnung, neues Glück. Ziehen ein. Man muss auch echt sagen, dass die anderen Immobilienmakler, die wir danach kontaktiert haben, mega bewegt von dieser Geschichte waren und uns echt gut geholfen haben. Also irgendwie haben alle Leute alles in Bewegung gesetzt, damit wir schnellstmöglich aus dieser Wohnung rauskommen und haben jetzt einfach ein richtig schönes großes Haus mit großem Grundstück. Es ist ideal für die Hunde. Wir fühlen uns mega wohl. Ja, also so langsam kommen wir an. Wir fokussieren uns auf das Positive, haben so langsam wieder einen Alltag, was wir echt lange nicht hatten. Ja, wir dürfen jetzt hier in diesem echt schönen Haus wohnen. Uns geht's gut. Ich denke, das ist das Wichtigste. Es ist ja oft so, wenn was passiert, dann passiert alles auf einmal. Und zeitgleich waren unsere Hunde auch nicht so ganz gesund. Ja. Also, dann kommt halt alles auf einmal. Alvina musste jetzt noch operiert werden. Ihr geht es aber wieder gut. Also sie hatte halt einen riesigen Blasenstein. Ja, aber es geht aufwärts. Sie kann schon wieder rumrennen. Ja, nichtsdestotrotz genießen wir jetzt hier endlich mal das Leben. Kommen so langsam an, freuen wir uns riesig drüber. Und daher kann ich ankündigen, dass jetzt auch mal ein paar mehr Videos hier auf YouTube kommen. Also macht euch drauf gefasst. Wir haben tatsächlich die Zeit gefunden, auch ein paar Momente für euch einzufangen.